So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel. Crab That's did it. tough. Meine Frau neben mir, Ellen Schrow. Und heute haben wir ein sehr cooles Thema, wo Leute uns auch immer fragen in der Offseason, wie ist das eigentlich mit Trade Deadline und dem Trade an sich. Genau, also ihr habt danach gefragt und wir bringen es jetzt natürlich. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen mal so tiefer in die Materie gehen, aber ganz oberflächlich kriegt man es ja mit. Wir werden getradet und dann, naja, Umzug, Sachen packen und so weiter und einfach wieder bei Null anfangen und dann ist wieder ein neues Team und so weiter und so fort. Aber da steckt natürlich ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Organisation und ganz viele Regeln und ganz viele Sachen dahinter, die wir jetzt einfach mal aufgreifen möchten. Und zwar, gerade ist das Thema auch extrem aktuell, dadurch, dass du ja wieder getradet wurdest. Was heißt denn wieder? Das ist das zweite Mal in 11 Jahren. Du wurdest erst Wieder. zweimal getradet? Ja, Ach so, ja, okay. zweimal Ja, okay. getradet. Okay. Du wurdest, als du in Boston warst, nach Houston getradet Yes, und dann war dein Vertrag vorbei. genau. Richtig. Und dann bist du zu den Lakers Für ein Jahr. für ein Jahr. Und dann habe ich ja in dem Sommer, also letzten Sommer, vor der WM, habe ich bei den Toronto Raptors unterschrieben und wurde dann bei der Trade Deadline, das ist immer Februar, Mitte Februar, wurde ich getradet zu den Brooklyn Nets. Okay, lass uns mal über die Daten sprechen. Wann kannst du als Spieler immer getradet werden und wann nicht? Also, jetzt gerade sind die Finals und Playoffs. Ja. Das heißt, die Deadline ist jetzt gerade vorbei. Das heißt, nach der Saison, wenn die Saison vorbei ist, Draft war, das ist ja jetzt auch bald, ein paar Wochen, dann fängt ja Free Agency eine Woche später an. Mhm. Dann ab Free Agency, wenn Free Agency läuft, kannst du getradet werden. Da So, kann für alles alle, die sich passieren. nicht auskennen, Free Agency bedeutet, man hat keinen Vertrag mehr. Vertrag läuft aus, du bist Free Agent. Free Agent? Ja. Genau, nicht Free Agency, ne? Nee, Free Agency heißt das Ganze. So, Aber okay. wenn du es bist, also die Person, Dann bist ist du er Free Agent, weil du hast kein Team, Vertrag ist ausgelaufen und du musst gucken, ob du einen neuen kriegst. Okay. Genau. Und dann, dann ist eine Woche nach der Draft ist die Free Agency. Da fängt es dann auch an, wenn jetzt, sage ich mal, einer, der eigentlich einen großen Vertrag kriegen müsste, so wie jetzt bei uns Nick Claxton. Der ist also Center und hat ein sehr gutes Jahr gespielt und müsste eigentlich jetzt bezahlt werden. Aber dann gibt es natürlich Teams, die sagen würden, boah, er würde uns auch gefallen. Das heißt, wenn dann Brooklyn und das andere Team miteinander spricht und sagt, ey, wir wollen den auch haben, dann sagt das andere Team dann zu Brooklyn, okay, unterschreib mir für 80 Millionen, weil wir haben hier 2 Spieler, die 80 Millionen wert sind und dann könnte man so ein Sign-and-Trade, nennt sich das. Sign-and-Trade machen. Ist sehr, sehr kompliziert, muss ich sagen. Also sind sehr viele Sachen in and out, Details, die man... Und ihr habt kein Mitspracherecht, richtig? Nein, Gar nicht, das ist verrückt. Das ist moderner Menschenhandel, ne? eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Für Also, natürlich gutes Geld, deswegen macht man es ja, ne? Also hat eigentlich natürlich schon. alles hat seinen Preis und Ja, aber nicht, also du hast recht. Also das ist ja. eigentlich nur die einzigen, die das in ihrem Vertrag drin hatten, war Dwayne Wade, glaube ich, will nichts Falsches sagen. Dwayne Wade und LeBron James. Dass sie nicht getradet werden können? Genau. Ach, Aber ehrlich? das haben sie jetzt auch nicht mehr. Das heißt, manchmal hast du natürlich Leverage, wenn du halt weißt, dass du die Bird Rights hast oder ein Team muss dich wieder extenden Okay, und was so. sind Bird Rights? Das habe ich auch erst vor kurzem Boah, Bird Rights ist voll schwer zu erklären, ne? Ja, das ist also, wenn du mit einem Team mehr als 2 Jahre bist, also zweites Jahr als Early Bird Rights, so wie ich das jetzt habe, nach dem Jahr in Brooklyn. Das heißt dann, weil es ja, glaube ich, 119 Millionen können ein Team ausgeben pro Jahr. Mhm. Und wenn du dann aber in diesem Bird Right-System bist, können sie über diese 119 gehen, das heißt die Luxury Tax bezahlen. Das heißt, die können dir so viel bezahlen, wie sie wollen, Mhm. aber sie müssen Taxes bezahlen, noch mehr. Okay. Und deswegen machen es halt manche Teams, weil Bird Rights, das schadet dir halt nicht. Ja. Aber wenn du diese Bird Rights nicht hast, ist es sehr schwierig, obwohl du 20 Punkte geaveraged hast, dann brauchst du natürlich ein Team, wenn du Free Agent bist,
die das Geld haben, Mhm. um dich zu bezahlen. Und das sind dann immer so 2, 3 Teams, wenn du Glück hast, die das Geld haben und dann muss das natürlich mit der Situation auch passen, wo dann bei mir jetzt in meinem Fall kein Point Guard ist, die das Geld haben, dass alles halt passt und dann können die sagen: „Okay, wir geben dir 80 oder 100 Millionen oder Nick Claxton jetzt." Du warst ja einmal in dieser schwierigen Situation, dass du da diese Bird Rights nicht hattest und deswegen eben, es immer sah ganz eng aus. Man wusste natürlich, du kriegst 'n Team, das wussten wir ja. Also, als Insider weiß man das, aber nach außen sah es halt haben die Leute gedacht, eventuell kriegt er dann doch kein Team und so weiter und so fort, aber ist immer viel Gerede. Ähm, ja, aber ich erinnere mich daran und dann habe ich auch erst von dir erklärt bekommen, was dieses mit diesen Bird Rights auf sich hat, wusste ich als Laie natürlich auch nicht. Ja, viele haben ja dann auch gesagt, so wo das mit, dem LA-Deal, wo das nicht funktioniert hat alles. Danach haben die Leute ja dann, wo ich bei Boston unterschrieben habe, haben die Leute ja gesagt: „Hey, ja, nächstes Jahr, du spielst ja voll krass, dann kannst du ja 100 was auch immer unterschreiben." Aber das ist halt nicht so easy, weil wenn du diese Bird Rights dann nicht mehr hast und du nicht die letzten Jahre mit einem Team warst, dann können sie halt dir nicht das Geld geben, was du eigentlich wert bist. Und deswegen war, da immer so ein bisschen die Leute wussten halt nicht genau, haben dann einfach nur geredet. Und, genau, also ist es aber mit Trades und Free Agency und die ganzen Sachen, das ist also wirklich da muss man sich halt auskennen und da muss man halt wirklich diese In and Outs kennen, sich wirklich mit dem Agent hinsetzen und sagen: „Okay, was sind meine, weißt du, Rechte, was habe ich?" Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es keiner, glaube ich, in der NBA gerade, der irgendetwas da mitsprechen kann. Okay, und in deinem Falle, wie gesagt, du meintest, es ist jetzt zweimal passiert. Ich war live dabei. Ich erinnere mich noch, ich weiß noch ganz genau, du warst mit Boston und das ist dann immer so, man weiß halt nicht, irgendwie kriegt man immer so das Gefühl vom Team, von wem auch immer, ja, man behält dich und so, irgendwie so ein gutes Gefühl geben. Wahrscheinlich, also, ist jetzt nur so eine Spekulation von mir, aber es würde für mich Sinn machen, dich so lange in Sicherheit zu wiegen, damit du einfach auf dem Feld alles gibst, bis zu dem Augenblick, in dem du getradet wirst. Mhm. Und bei dir war das ja echt so, die Trade Deadline war, als du für Boston gespielt hast, bis zu einem gewissen Tag, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Ich weiß nicht, 15 das Uhr, war so bis 15 Uhr und die haben dich 15 Minuten vor der Trade Deadline davor sogar. getradet. Ich glaube, es war eine Minute davor. 'Ne Minute davor Ja, 14:59 Uhr. haben sie dich getradet und dir auch dann erst und ich weiß Genau. noch ganz genau, irgendwie dachte ich mir: „Okay, es passiert nicht, es passiert nicht, es passiert nicht.“ Und ich weiß noch, dann bin bin irgendwo hingefahren, ich habe keine Ahnung und dachte mir so: „Na ja, okay, jetzt sind 10 Minuten ist vorbei, er wurde noch nicht getradet und du warst grade auch auswärts, du warst gar nicht zu Hause.“ Und auf einmal rufst du mich an. Was? Ich war zu Hause. Ne, ich war Doch, in Boston war ich zu Hause. Ich als weiß du noch ganz getradet genau. wurdest? Ja, ich war im Bett. Wo war ich denn? Du warst auch im Bett. Nein, Doch, in Boston nein. warst du im Bett. 1000%. Oder nee, du hast mich angerufen und hast gefragt. Ja, Genau, ja, du warst weg, du warst weg. Ich war aber im Bett, ich war in ja? Boston, das weiß ich noch. Und dann habe ich gedacht, okay, und da kam Joel auch rein und so habe ich gesagt: „Ey, wir Ach wurden so, gerade getradet nach Houston." Und das das ist war 14:59 echt Uhr. Also, kein was soll ich dir sagen? Also, die Teams ja, bei Boston habe ich's gemerkt, weil ich weiß halt guck mal, wenn du nur einen Einjahresvertrag hast mhm, und du spielst so gut, wie ich da gespielt habe, wir haben leider nicht so gewonnen, wie sie jetzt gewinnen, ja, aber wir haben gut gespielt und ich persönlich habe gut gespielt. Wenn du weißt als Team, der Spieler spielt jetzt super mhm, und wir können ihn nächstes Jahr nicht bezahlen, ja, weil wir unsere Spieler haben, mhm, dann versuchst du doch für diese Person mhm. 1 Spieler, 2 Spieler zu bekommen, weil du weißt, okay, ey, der hat Value. Ja, ja, So, klar. und ich wusste, bei Boston war es schon eigentlich klar, weil ich habe dann auch immer viel weniger gespielt. Das machen Mhm, sie meistens auch. Ich habe gestartet, weil Jalen Brown, glaube ich, verletzt war. ja, Und dann habe ich auch sehr, sehr gut gespielt, gute Zahlen auch gehabt und wir haben auch gewonnen in dem Stretch. Und dann aber, wo er wiederkam, gingen meine Minuten die ganze Zeit immer mhm, wieder weiter runter. Andere Leute haben gespielt und ich habe mir gedacht so: „Hä? ja, Irgendwas läuft da falsch", ja, weißt du? ja, ja. Und, dann war es mir irgendwie ein bisschen klar und, ja, dann wurde ich halt getradet. Aber das war jetzt für mich 'n nicht wirklich ein, wie soll ich sagen, also Schockmoment für mich. Toronto schon eher.
Ja. Bei Toronto, da war ich ja mit Darko, also ich meine, das ist ja ein guter Freund von uns, den ich ja von OKC-Zeiten kenne. Mhm. Und er wollte mich natürlich über die nächsten Jahre haben. Aber wie es natürlich, also spielerisch mit dem Team, hat es halt einfach nicht hingehauen. Mhm. Und es wurde natürlich auch in meinen Augen nicht genau so die Sachen gemacht, wie sie erzählt worden sind. Mhm. Ich weiß, Und was das du passiert meinst. natürlich auch häufig. Ich dachte aber, weil der Coach da ist, dass es trotzdem so gemacht wird. Und, das hat mich natürlich mehr getroffen als Ja, 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 klar. das, was mit, Boston war. Aber man muss dazu sagen, wo ich dann in Brooklyn war, war es dann schon wieder geil, weil ich gesehen habe: Okay, hier habe ich das, was ich eigentlich, in Toronto haben wollte. Deswegen kann man sich da meistens nicht beschweren Ja, oder ja. konnte ich mich nicht beschweren. Aber bei anderen zum Beispiel, da passt es bei dem anderen Team gar nicht, Ja, ja. weißt du? Deswegen ist das halt immer so 'n Glücksfall einfach, dass du Glück hast, ne? Ja, ja, klar. Okay, gehen wir mal wieder zurück zu deinem Boston-Trade. Ähm, was halt so das Verrückte war, natürlich, wir sind nach Boston gekommen. Am Anfang wurde kommuniziert, dass du bleiben sollst. Mhm. Deswegen haben wir uns ein Haus gesucht. Wir haben nicht gekauft, wir haben gemietet mit der Option zum Kauf, weil man ja nie weiß, ne? Man stellt sich darauf ein, es kann halt eben passieren. Und dann weiß ich noch, habe ich diese, ich weiß nicht, wie viele Kartons, 500, 600 Kartons ausgepackt und auf einmal wurdest du getradet. Und ein Trade bedeutet ja so, von heute auf morgen, du musst weg. Mhm. Die sagen dir so, dann ist du wurdest jetzt gerade getradet, morgen bist du dann bitte schon bei dem neuen Team. Das heißt, du packst dann deine Koffer. Ich weiß noch, ich habe dann noch deine Koffer gepackt. Mit 2 Koffern oder so bist du, glaube ich, abgereist. Und ich kann natürlich so schnell immer nicht reagieren. Ich muss mit den Kindern natürlich dann noch ein bisschen was, zusammenpacken und, na ja, mit dem Umzugsunternehmen und so weiter. Das ist dann ja schon ganz gut arrangiert. Ich meine, das, was wir machen müssen, ist quasi in 'n Flieger steigen und eben in die Stadt gehen, wo es halt dann hingeht. Ja. Und alles andere übernimmt ja dann das Team sozusagen. Also, du wirst getradet. Wer zahlt das? Zahlt es das Team, das dich abgegeben hat oder das Team, das dich jetzt übernommen hat? Die Kosten. Die Kosten von allen Sachen, Wie zum Beispiel? Auto, kannst, glaube ich, 2 oder 3 Autos, wenn du mehrere Autos hast, kannst du 2 bis 3 Autos rüberschicken lassen. Das bezahlen die, also das Team, wo du hingehst, das neue Team. Die bezahlen deine letzte, also die nächsten 3 Monatsmieten von dem Haus, wo wir jetzt waren, dann in Boston zu dem Zeitpunkt, 3 Monate. Dann, wenn ich rübergehe und dann ein Hotel nehme, Mhm. dann übernehmen sie das für die nächsten, ich glaube, 45 Tage. Mhm. 45 bis, ja, ich glaube 45 Tage. Mhm. Und, genau, alle Umzugskosten, also, du musst gar nichts bezahlen mehr. Ja, ja, ja. Also, du sparst eigentlich sogar Geld, weil du dann nicht mehr die Miete hast von deinem alten Haus. Genau, richtig. Und du lebst dann im Und Hotel, zahlst auch nicht und genau, dementsprechend ist das for free. Und sie passen auch alles immer so extrem an. Also, die wollen wissen: „Okay, mit wie vielen Leuten kommst du jetzt? Wie groß muss das Zimmer sein?“ Muss klar. Die hatten ja in Boston, glaube ich, auch 'n Hotelzimmer mit Küche und so bekommen sogar. Mhm. Erinnere ich mich, mit 2 Zimmern. In Boston? In Houston, sorry. Wir sind ja von Boston nach Houston gegangen. Genau, richtig. Ich bin, glaube ich, 'ne Woche später hinterhergekommen. Sogar noch früher. Ich glaube, 5 Tage oder so habe ich unsere wichtigsten Sachen zusammengepackt. Und so 'n Umzugsunternehmen braucht dann natürlich auch 'n bisschen. Die kommen zwar relativ schnell und so, aber die müssen das ja auch dann noch verschiffen und so. Und, dann müssen die ja auch selber 'n Container anmieten, der das dann verschifft und. Das ist dann immer so 'n etwas längerer Prozess. Und in Houston haben wir aber auch uns nicht so richtig gesettelt, weil wir nicht wussten, wie es dort weitergeht. Wir haben tatsächlich nur 'n Airbnb genommen, wo halt eben auch das Team hilft, es zu finden. Ja. Die, geben einem dann ja immer Immobilienmakler zur Seite, die dann halt eben das suchen, was du halt eben brauchst, für die du ja auch nicht zahlst, ne? Die Makler, die bezahlen auch die, ne? Aber ich glaube, wenn du, Dich für was entscheidest, kommt's on top. nee, wenn du, guck mal, wenn du jetzt, mit einem Makler zusammenarbeitest und du jetzt ein Haus kaufst, dann kriegt er ja Seine diese, Provision. genau. Oder wenn Ja. er, so wie wenn die jetzt meine Wohnung, Ja, mein ja. Haus in LA oder in Ja. Atlanta vermieten, dann kriegen sie ja auch eine Monatsmiete. Okay. Das heißt, wenn sie jetzt was für uns finden, dann kriegen sie ja auch direkt Geld. Das heißt, sie arbeiten, also wir müssen sie nicht direkt bezahlen, Mhm. aber weil wir
in ein Haus gehen, was sie uns organisiert haben, kriegen sie natürlich Geld. Was natürlich auch fair ist, ne? Ja, ja, Aber klar. man muss halt schon sagen, diese ganzen Trade-Geschichten, also es kann ja schlimmer sein. Also das Team, wo du dann hingetradet wirst, die passen 110% auf dich auf dann. Ja, ja. Das heißt, die schreiben dir direkt, schreib deiner Familie, hört mal zu, Real Estate Agent, alles, was ihr braucht, sagt Bescheid und wir klären das. Weißt du, das ist jetzt nicht so, wo du in eine neue Stadt gehst und du musst halt alles selber machen. Ja, ja, klar, du Weißt du, musst dich um deswegen, nichts also kümmern. NBA ist schon, wie sie das geregelt haben und wie die das auch machen, die Teams, ist schon sehr, sehr professionell. Aber, wie du schon gesagt hast, das ist schon echt Menschenhandel eigentlich. Also, das ist schon heftig, weil wenn du kein Say hast, also du kannst nichts darüber, weißt du, Mitbestimmen. sagen, mitbestimmen, das ist schon echt, schon hart. Hat irgendwie einen Natürlich, komischen Beigeschmack, ne? natürlich verdienen wir, das ist halt die negative Seite. Das ist die einzige negative Seite in meinen Augen Einzige. in der NBA. Natürlich reist du viel und du machst viele Sachen, aber im Endeffekt, du siehst so viel von der Welt, du kannst deine Familie mitnehmen, ihr könnt, du hast keine Curfew, wo du nach Hause musst, ins Hotel zu der und der Uhrzeit, du kannst machen, was du willst. Das ist also, ich glaube, das, also wirklich die einzige Sache, die negativ ist Trade. Sonst, Ich würde jetzt widersprechen, aber weißt du, ich glaube, das ist nochmal ein richtig geiles Thema für den nächsten Podcast, nämlich die Schattenseiten des NBA-Lifestyles. Und mir fallen gerade schon sehr, sehr viel mehr Sachen als der Trade ein. Aber lass uns das zurückhalten, weil das so ein großes Thema ist. Ich glaube, das ist auch ein cooles Thema für den nächsten Podcast. okay. Ja. Also ich bin ja da drin, ich weiß ja, Ich also. bin auch dabei, so ist es nicht. Ja, Schattenseiten, ich meine, ja, ich rede nur von dem Job. Nur Ja, von dem Job. ja. Und in meinem Job weiß ich, wenn ich zum Training gehe, alles ist gesettet, jeder ist da, hilft mir, ist hilfsbereit, bringt meine Socken, Schuhe, meine Klamotten werden gewaschen, ich gehe zur Arbeit, einfach so privat hin, gehe, wenn ich dann fertig bin, dusche, alles ist in den Umkleidekabinen, gehe nach Hause und dann bin ich mit euch. So, weißt du, und das Ja, und sind dann macht 3 Stunden. dasselbe macht dann deine Frau dann zu Hause für dich. Eigentlich Wie? musst du nur Basketball spielen. Guck mal, was du sagst. Ja, Also, ist nicht so? im Endeffekt, ich rede von dem Job, dem Ich weiß, was du meinst, aber du NBA-Job, sagst, es hat keine weiteren, der Job an sich hat Nee. keine weiteren Nachteile, außer Trade. außer Trade. Ja. Was ist mit dem Nachteil, dass du nicht in der Nähe, also nicht den Ort aussuchen darfst, wo du sozusagen bist? Also ich meine jetzt klar, das hat wieder was für dich mit dem Trade zu tun, aber für mich im Endeffekt, du bist in Amerika und da ist nicht deine Mom, da ist nicht deine Familie, nicht dein Bruder, nicht deine Schwester und so weiter. Ich finde, das ist auch schon mal ein Nachteil. 1% der. Du siehst sie nicht an Weihnachten, du Es siehst sie sind nicht an 400 Geburtstagen. Leute Ja, in der NBA. ja. Wir haben wie viele Menschen auf der Welt? 8 Milliarden. Mhm. Okay. Also, wir sind weniger als, keine Ahnung, 0, irgendwas Prozent, die in der NBA spielen. Entweder bist du with the shits und spielst in der NBA, in der besten Liga der Welt, auf oder jeden Fall. du Also gehst halt deswegen hier, bist du ja da, ne? Weil du eben das auch zu schätzen weil ich weißt das und wir machen wissen will. das auch alle zu schätzen und ich meine, du liebst ja auch, was du tust, aber zu sagen, Zu dass es 1000%. der einzige Nachteil ist, ich weiß Ja, weil nicht. ich bin seit 18 Jahren bin ich drüben und ich sehe meine Familie, wenn ich hier bin im Sommer. Du bist seit 18 Jahren drüben? Seit ich 18 bin, Ach so. vielleicht habe ich das Du falsch hast ja gesagt, ich gesagt. bin seit 18 Jahren drüben. Seitdem ich 18 bin, Ja. bin ich drüben Mhm. und im Endeffekt natürlich, die ersten Jahre waren sehr schwer. Mhm. Meine Familie kam ja auch, da sind ja ein paar immer mit hin und her. Mhm. Ja, okay, aber irgendwann ist das dann, wenn du halt weißt, du kannst halt deine ganze Familie aussorgen, ernähren, teilweise sogar in geile Situationen stecken sogar, weil du Kontakte irgendwo geknüpft hast, ist das also für mich nichts mehr Negatives, sagen wir Ja. es mal so. Wir Aber ich verlieren verstehe, aber, was glaube du ich, meinst. gerade den Faden, weil wir sprechen jetzt gerade schon über die Vor- und Nachteile Genau, des NBA-Lifestyles und deswegen sage ich, das ist eigentlich ein geiles Thema für den nächsten reden wir Podcast. drüber. Lasst uns doch einfach mal bei dem Trade erstmal bleiben. Ja, wir sind ja jetzt gerade, wenn wir in der Timeline zurückgehen, sind wir gerade in Houston.
wo ich schon erwähnt habe, wir haben in 'nem Airbnb gelebt. Wir haben unsere Sachen nur in 'ne Lagerhalle bringen lassen. Das Airbnb war komplett ausgestattet und wir hatten nur noch 'n paar Wochen in der Season übrig gehabt. Deswegen hat es sich auch überhaupt gar nicht gelohnt, dass wir, jetzt steckst du mich an. Bin wieder da. Hat es sich halt gar nicht gelohnt, dass wir unsere Sachen da, quasi auspacken und dann haben wir, also, ich sage paar Wochen, das ist gelogen. Ich meine von Februar bis, es waren 'n paar Monate. Ja, Von Februar Februar bis bis April, weil wir am 10. April haben wir das letzte Februar, Spiel gehabt, weiß März, ich noch. April. Und wir sind 14., 15. Februar wurden wir getradet. Das Also heißt nicht mal. Dann noch waren's, 5 Tage danach, weil du später gekommen bist. Das heißt, wir waren na ja, knapp so 1,5 10, Monate. ich hätte jetzt 10 Wochen gesagt. Wir hatten noch 2 Wochen im Februar, dann hatten wir den ganzen März und dann hatten wir den ganzen April. 10. April war das letzte Spiel. Ja? Okay, dann reist du ja aber auch nicht von heute auf morgen ab, ne? Na ja, aber, 2 Monate. Knapp 2 Monate waren knapp 2 wir. Monate. Ja. Wir haben tatsächlich auch angefangen, nach einem Haus zu suchen, nur um uns die Option offen zu halten. Und ich bin, als ich ankam, du warst, weiß ich noch, sehr viel auswärts, als ich ankam in Houston. Und ich bin schon, ich weiß noch, da bin ich mit den Kindern zu den Besichtigungsterminen immer gegangen und habe mir Häuser schon mal angeguckt. Stimmt, Und stimmt. tatsächlich hatte ich dann auch ein Haus gefunden. Also ich hatte mir, glaube ich, 5, 6 Häuser angeguckt, Mhm. über die Tage verteilt und hatte dann eins gefunden, was auch super schön war und wo ich mir dachte, okay, das wäre jetzt was, wenn wir in Houston bleiben, das nehmen wir. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen und wollten erstmal abwarten, weil wir ja wussten, dass dein Vertragsjahr vorbei ist. Mhm. Und dann halt, ob du mit denen eben gehen möchtest oder halt eben nicht, Weißt du noch mit Daniel Theiss hat uns auch sein Haus. angeboten. Ja, Ja. stimmt. Aber es war keine Option, weil du wolltest nicht kaufen in Houston Ja, ja. und du hattest gerade auch erst in LA das Haus gekauft, was ja auch eine super Investition halt Mhm. gewesen ist. Hat total Sinn gemacht, aber in Houston hat das absolut gar keinen Sinn für uns gemacht. Es sei denn, man hätte jetzt gesagt, ey komm, das passt jetzt voll, man lebt jetzt hier für die nächsten 4 bis 5 Jahre, dann Mhm. hätte man drüber nachdenken können. Ja, klar. Ja. Ja, und dann, ja, sind wir abgereist und dann bist du einfach den Sommer bist du dann sozusagen in der Schwebe. Man hat keinen Vertrag mehr und wartet ab, wie sich das Ganze entwickelt und kriegt dann Angebote rein und entscheidet sich dann am Ende für etwas. Und da hat man dann wieder Mitspracherecht. Das ist anders wie beim Trade. Du hast Mitspracherecht wenn du Free Agent bist. Ja, wenn du Free Agent bist, kannst du mit dem Team reden oder mit 4, 5 Teams reden und dann kannst du entscheiden, ob du mit dem Team gehst oder mit dem anderen Team. Das ist das einzige Mal, wo du wirklich entscheiden kannst selber. Wo du sagst: dich will ich nicht“ und so weiter. Und man Ja. entscheidet sich für die beste, also, kommt drauf an. Manche wollen natürlich mehr Geld, scheiß auf die Situation. Manche aber sagen: „Ich möchte irgendwie, dass halt das Geld stimmt, aber ich gehe mehr für die Situation, weil ich möchte lieber spielerisch das und das noch mal erreichen, bevor ich mich eben für Geld entscheide.“ Und andere sagen: „Ich möchte einfach, mir ist das Geld total egal und ich entscheide mich eben für die beste Situation oder ich möchte einfach eine Stadt vielleicht nicht verlassen.“ Gibt ja so viele Varianten. Was ist denn für dich die Variante? Was ist für dich wichtig? Mehr Geld, bessere Situation oder soll sich die Waage halten? Wir haben darüber gesprochen in Toronto. Also, wir haben alle gesagt: „Get your money at the end of the day.“ Okay, Weil du kannst sind immer so viele, wenn Geld auf dem Tisch liegt, dann warte einfach nicht und nimm das Geld an, weißt du, so. Und wir haben da mit Gary Temple gesprochen, Shoutout zu ihm und viele anderen, wo man dann versucht irgendwie zu sagen: „Okay, ich aber höre mir noch mal das an oder mache so und so.“ Ich glaube, man sollte einfach direkt, und wenn eine Meisterschaft, weil es ist nie garantiert, müsst ihr mal also euch vorstellen, es ist nie garantiert, wenn zum Beispiel ein Damian Lillard jetzt nach Milwaukee geht und Team-Up macht mit Giannis, ist nicht garantiert, dass sie gewinnen. Die sind in der ersten Runde rausgeflogen. Das heißt, egal wo du hingehst, wenn du sagst: „Okay, ich werde jetzt dorthin gehen, das ist ein super Team dann“, ist es trotzdem nicht garantiert, dass du eine Meisterschaft gewinnst. Deswegen sage ich halt immer, sieh zu, dass du so viel Geld machen kannst in deiner Karriere wie möglich und im Endeffekt egal, wo es ist, weil in der NBA, wie schon gesagt, auch wenn du in OKC bist, alle sagen zu uns immer: „Ey, OKC ist
so langweiligste Stadt, aber für uns war es die beste Stadt. Mhm. So, und die beste Organisation. Und dann, wenn du auswärts gehst, dann gehst du auf einmal zu LA, New York, dann kommt die Familie mit, dann können wir Zeit dort verbringen, dann ist ja cool. Du musst ja nicht in der Stadt, weißt du, leben, wo es halt so Mhm. krass ist. Deswegen würde ich halt immer sagen, nimm immer so viel Geld mit, wie es auch geht, so dass du danach, nach deiner Karriere auch chillen kannst, deine Familie ähm, trotzdem noch oder weiterhin unterstützen kannst, und dann natürlich deine Kinder, danach die Kinder und so weiter. Es fiel mir nicht schwer, Boston zu verlassen. Es fiel mir nicht schwer, Houston zu verlassen. Ähm, der und das hast du ja auch schon erwähnt, der einzige Trade, der mir jetzt wirklich irgendwie mal so ein bisschen wehgetan hat oder nahegegangen ist, war jetzt der von Toronto nach Brooklyn. Ja, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so mit Leuten connecten konnte. Du weißt ja, ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so Anschluss zu finden mit den anderen Spielern, Muss Frauen. aber auch sagen, es war wegen Covid auch viel, ne? Ja, ja, natürlich Muss man das schon sagen. auch, Weil aber Covid hat schon viel, du in OKC hast du eigentlich schon so ein bisschen mit Leuten, ne? genau, richtig. In Aber die aus OKC. OKC, die war ja jetzt auch in Toronto. Genau. Ja, in OKC hat sie angefangen, aber ich sage, wäre Covid nicht passiert, dann wären ja alle trotzdem beim Spiel gewesen, alle Familien. Ja, ja, klar. Weißt du, das hat schon ein bisschen was verändert, muss man sagen. Auf jeden Aber Fall, ja. hast du schon recht, dass du wirklich in Toronto da connected hast. Aber in LA, das zweite Mal, als wir in LA waren, Mhm, da war kein Covid mehr und mhm, bin ich auf die Spielerfrauen getroffen und da bin ich mit niemandem mhm. warm geworden. Passiert auch Das mal. war super, super distanziert. Die Leute haben sich teilweise, wir waren im Family Room, wo ja klar ist, jeder, der in diesem Raum sich befindet, ist verwandt mit einem der Spieler und trotzdem hat man sich nicht gegrüßt. Dann konnte ich einmal Hallo sagen, konnte zweimal Hallo sagen und beim dritten Mal, wenn die Person reinkam, hat sie trotzdem nicht Hallo gesagt. Ja, krass. Also wenn das so ist, dann ich bin ein Typ dafür, also Mhm. der geht dann dahin und sagt, ey, hör mal zu, was ist dein Problem? Weißt du, so Nein, aber du hast gemerkt, die reden ja mit keinem. Die wollen einfach reingehen, die wollen ihr Essen holen, die einfach wollen chillen. kurz ihre Ruhe haben. Verstehe Die ich. wollen nicht Aber socialisen. nichtsdestotrotz, also wenn jemand Hallo sagt, das ist ja eine Respektsache. Also ich Ja, wurde erzogen so, wenn du in ein Zimmer gehst ja. oder in einen Raum oder einen Raum Mhm. betrittst und Leute da sind, dass du jedem Hallo sagst, jeden Einzelnen. Ja, die vermeiden Blickkontakt So in LA. und Also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, weil vielleicht sind mittlerweile die Leute auch nicht mehr da, was auch immer. Okay, doch sind sie schon. Aber ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ich denke da so an 2, 3 bestimmte Personen, wo ich mir so dachte, so, okay, krass. Bei manchen habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht, weil sie halt eben mit einem Spieler sind, der vielleicht irgendwo einen höheren Rang hat. Vielleicht benehmen sie sich deswegen so. Bei anderen aber, da habe ich das nicht gesehen und dachte mir: „Okay, benehmt euch trotzdem so.“ Dann dachte ich mir: „Vielleicht ist es 'n LA-Ding.“ Ich weiß es nicht. Aber ich habe dir auch schon mal gesagt, so eine richtig, richtig positive Erfahrung habe ich im ersten Lakers-Jahr gemacht. Ich, will das immer auch nicht so pauschalisieren, weil ich habe ja mal gesagt, ich habe mich da nicht so richtig wohlgefühlt und nicht das Gefühl gehabt, dass ich so richtig reinpasse, weil die sahen alle so aus, wenn sie zum Spiel gegangen sind, als wenn sie gerade vom roten Teppich kamen. Und du weißt ja, wie ich mich kleide. So, ich habe meistens lieber Jogginganzug an, habe da ein Kind hängen, da ein Kind hängen und da hinter mir noch mal 'n Kind hinterherlaufen und dementsprechend, ja, war ich jetzt vielleicht nicht so rausgeputzt wie die. Vielleicht war ich auch deswegen, aber nein, die haben mit keinem gesprochen. Die haben nicht mit mir gesprochen, sondern auch untereinander nicht miteinander gesprochen. Na ja, worauf ich hin so wie jeder will, sag ich immer. natürlich, aber trotzdem habe ich mich dort fehl am Platz gefühlt. Ja, kann ja sein. Das ist LA. Wir leben in Braunschweig. In Braunschweig fühlen Aber wir uns wohl. dann Aber zum LA Beispiel ist hier anders. habe ich dir gesagt, im ersten Jahr, da war sogar noch Covid und eigentlich sollte man Kontakt vermeiden und so. Und dann war es ja noch so, dass nur Familienmitglieder zu den Spielen zugucken kommen konnten. Die Arena war leer und so alle 2, 3 Reihen saß dann mal zwischendurch eine Person von der Familie. Und da habe ich von, Kai Kusma die Freundin kennengelernt, die Mhm, ja berühmtes Supermodel ist, so und so viele Millionen Follower hat und. Die mhm. sah natürlich auch, also 1A aus, also sie war auch, von Kopf bis Fuß gestylt. Aber die war so herzlich und so lieb und, wie gesagt, deswegen will ich gar nicht sagen, dass ich das pauschalisieren möchte. Ich habe auch tolle Erfahrungen gemacht mit gewissen Menschen, aber insgesamt hat mir da irgendwie die Connection gefehlt Mhm. mit den Leuten und Kai Kusma war ja auch nicht mehr da, jetzt das zweite LA-Jahr. Na ja, Menschen kommen und gehen, so ist das in dem Business. Und in Toronto habe ich richtig, richtig tolle, bodenständige Frauen kennengelernt, die so sind wie ich.
einfach also, da war wirklich Hauptaugenmerk auf Familie, auf Kinder und dann hat man da auch immer, Treffen veranstaltet und dann sind die bei uns zu Hause gewesen und so. Das war richtig Familie und richtig schön. Und als du getradet wurdest, da musste ich echt 'n bisschen heulen, ne? Paarmal sogar. Oh. Mhm. Ja, Trade, das ist, wie schon gesagt, eine Sache, die vor allem, wenn du dann Freundschaften schließt und du mit Leuten zusammenkommst, die du wirklich feierst, so wie ich bei den Toronto, Gary Tempo, Chris Boucher, da waren ja viele, mit denen Ja. wir dann auch, also Bruce Brown, mit denen wir Karten gespielt haben. Dass dann auch, wenn du getradet wirst und du dann auf einmal on the road bist und du dann auf einmal im Hotelzimmer bist und eigentlich bist du direkt, wenn du im Hotelzimmer angekommen bist, hast du gegessen und warst dann auf einmal mit deinen Jungs. Für 4 Stunden, 5 Stunden hast du Karten gespielt, weißt du, alle sind zusammen. Das hat mir dann natürlich auch gefehlt so, weißt du? Aber das ist halt, wie gesagt, die Schattenseite von der NBA dann, ne? So die negative Seite von den, Ja, von der NBA. das stimmt. Aber manchmal trifft man sich halt 2, dreimal, man weiß ja nie, ne? Wobei Ja, so oder so. deine Jungs, na ja, Gary Temple, der ist ja auch schon sehr lange mit dabei. Mhm. Was waren 17 4 Jahre. Jahre, der jetzt noch macht. Dann, mit wem warst du da noch? Ja, okay, Boucher könntest du vielleicht irgendwo noch mal treffen. Man weiß ja nie, Mhm. ne? Manchmal kreuzen sich die Wege eben 2, dreimal. Ja. So wie bei mir und Lonnie Walker. Ich habe ja mein zweites Jahr in LA habe ich ja mit ihm gespielt, bei Western Conference Finals. Dann ist er ja zu Brooklyn Nets und ich zu Toronto. Und dann, während der Saison wurde ich halt hingetradet. Das hat es auch für mich viel leichter gemacht, weil ich dort jemanden kannte und für mich ist das immer so, ich muss wirklich comfortable sein in einer Situation, dass ich halt auch wirklich leaden kann und dass ich mich wirklich wohlfühle, so und, dann auch performe, weißt du? Und, dass halt Lonnie Walker da war, war halt cool. Konnte halt direkt mit ihm reden und, ja, er war auch schon in LA hatten wir wirklich eine gute Relationship, weil er halt nicht viel gespielt hat, aber ich halt ihm immer gesagt habe: „Ey, bleib locked in, trainier weiter hart, jeden Tag immer. Mach das nicht für jemanden anders, weil du machst es, im Endeffekt für dich“, weißt du? Und dann hatte er ein Spiel, Game 5, glaube ich, Game 5 oder Game 6 Game 4 gegen Golden State, wo er, ich weiß nicht, 26 oder so gemacht hat. Er hat gar nicht gespielt, ne? Also, Memphis-Serie nicht gespielt, komplette Serie und dann Golden State die ersten 3 Spiele nicht gespielt, dann spielt er 4. Spiel und dreht komplett am Rad, gewinnt das Spiel für uns, hat die letzten 10, 12 Punkte gemacht. Curry hat dann auch sein, Trikot unterschrieben und hat ihm geschrieben: „F you“ für, das Game 4, weißt du? Ja, Also, weil ehrlich? er gegen ihn gescored hat. Ja. Und ja, wie gesagt, das war für ihn natürlich geil und er hat mir halt dann auch gedankt so und hat gesagt: „Ey, ohne dich wäre ich halt nicht da gewesen und ready gewesen.“ Und ja, dann habe ich ihn halt in Brooklyn wieder gesehen und dann waren wir halt auch wieder zusammen so, ne? Also, Wieder vereint. ja. Okay, aber wenn man jetzt mal so nimmt ich meine, natürlich nicht alles war immer 'n Trade, aber du hast mehrere Teams und mehrere Städte mittlerweile verlassen. Mhm. Wo tat's dir am meisten weh, zu gehen? Zu gehen, Die Stadt zu verlassen, das Team zu verlassen? guck mal, wo ich in Atlanta war, ne? Ich habe ja 5 Jahre in Atlanta gemacht und dann wurde ich getradet Oh, nach, siehst du, du wurdest schon mal getradet. ja, aber ich meine getradet während der Saison. Ah, okay. Weil ich Ja, wusste auch, dass ich gehe, ja. aber ich wollte gehen. Ja, okay, Das okay. war mein 5. Jahr. Ich wusste, dass die alles komplett noch mal neu machen wollen, Ja, Rebuild. Und ich war, weiß nicht, 26, 27, habe gesagt: ja, „Hey, ich will gerne, gewinnen. Ich will ja. zu einer Organisation, die gewinnt.“ Okay, okay. Und dann haben sie was gesucht für mich und dann hat Sam Presti zu mir gesagt: „Hey, hör mal zu in OKC. Hey, du wirst hier 2 Jahre spielen. Ein Jahr wirst du wieder brauchen, um reinzukommen, spielst mit Hall of Famern und so und dann zweites Jahr drehst du komplett am Rad und dann gehst du dahin, wo du hin willst. Ich arbeite sogar mit dir.“ Deswegen sage ich, Sam Presti in meinen Augen ist der beste GM, weil er einfach menschlich ist Ja. trotzdem noch in dem Ja, Job. ja, ja. Weil viele Leute, GMs, will nicht keinem irgendwas unterstellen, aber entweder wird viel gelogen oder
es geht nie mit Rechten Dingen zu. rechten Dingen zu. Es ist immer so ein bisschen, Die wie wollen soll ich so dir nur ihre sagen? Vorteile aus allem Ja, herausziehen und anstatt der dass du Mensch einfach interessiert nicht. mit einer Person Ja, ja. close wirst, so wie Sam Presti, und sagst: „Hey, hör mal zu, das ist unser Ziel und dann will ich was Gutes haben dafür und du kannst dahin gehen, weißt du, wo du hingehen willst.“ Und deswegen sage ich halt, Sam Presti ist da wirklich top notch und er ist einfach der beste GM. Jetzt schon wieder kannst du sehen, was sie gedraftet haben die letzten Jahre. Auf, im Westen auf Platz 1 gewesen mit OKC, dem jüngsten Team der Liga. Deswegen auf jeden Fall Shoutout an Sam Presti, der beste GM, den es gibt. Und ja, auf jeden Fall war ich dann da, 2 Jahre, hat er gesagt. Dann kannst du dahin gehen, wo du willst. Und im Endeffekt wollte ich natürlich gehen, weil das OKC war zu dem Zeitpunkt kein Market, was viel im Fernsehen ist oder. Und ja, dann haben sie mich gefragt, ey, wie sieht's aus mit LA? Habe ich gesagt, boah, krass, LA, nicht so eigentlich. Ich wollte eigentlich wieder zurück im Osten, weil ich 5 Jahre Osten gespielt habe mit Atlanta. Und dann meinten die aber, ey, Fernsehen, du spielst mit LeBron, mit AD und. Und ich muss ehrlich sagen, das war also ein Move, der für mich als Spieler, nur alleine, weil ich mit LeBron James gespielt habe, so krass. Und ich hatte natürlich meine Momente mit ihm, vor allem den Freeze am Ende in Minnesota bei dem Play-In-Spiel, das alle einfach kennen auf der Welt, weil ich halt LeBron mir den Pass gespielt hat und ich den dann reingeworfen habe. So und deswegen also schon eigentlich OKC, dass ich weggehen musste, aber ich wusste, dass es trotzdem gut wird für mich. Aber das hat da schon, wie soll ich sagen, da habe ich es halt wirklich gemocht. Ne? Also die ganzen Leute, die dort arbeiten, die wissen ganz genau, wie sie Sachen handeln müssen, arbeiten nur für die Spieler. Da gibt es kein Ego oder Leute sagen, oh nee, ich bin mir zu gut dafür. Die Leute, die Organisation, hast du ja auch gemerkt. Also wenn du irgendwas brauchtest, so die Leute haben versucht, das, weißt du, zu machen für dich. Und deswegen, also auch für Familie, für die Spieler, alles drumherum, die ganzen Fans, das war auch verrückt. Also jedes Spiel war einfach auf jedem Platz die gleiche Person, Ja, ja, das weil die stimmt. alle Dauerkarten haben. So, normalerweise kriegst du hier bei den Löwen haben wir vielleicht 25 bis 30% Dauerkarten und dann hast du, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich sage jetzt einfach nur, so immer kaufen. Und bei denen ist es einfach 100% oder 90%, Ja, ja. 95%. Das ist halt wirklich krass, weil das halt die einzige professionelle Liga ist, Sportart in der Region. Ja, und vor allen Dingen, ich bin ja jetzt auch schon zu vielen Spielen gegangen und habe jetzt natürlich so viele Fans gesehen und das Publikum konnte man ja mittlerweile auch so beobachten. Und ich muss echt sagen, was man halt so beobachten kann, in Atlanta war es so, die Leute waren da, um also sehen und gesehen werden. Es ging gar nicht um das Spiel. Die Äh, sind teilweise, also dieser, war das der VIP-Bereich? ja, Sowak Lounge. Der war so voll und die Das Leute, war Club. ja, die sind da nicht rausgekommen. Die haben das Spiel nicht geguckt, Die haben gar die auch nicht. nichts. Und du hast da direkt gesehen, so wenn Halbzeit war, alle Alle raus weg. und dann fängt das Spiel an, ist komplett leer. Dritte Viertel, bis zur wahrscheinlich 6 Minuten im Mhm. dritten Viertel, dann ist wieder, wo Leute langsam wieder rein. Aber wenn ihr am Verlieren wart, dann sind sie auch einfach schon nach Hause gegangen. Die haben euch nicht unterstützt, so. Das Problem ist gegangen. aber, in Atlanta, Mhm. da sind so viele, weil das so eine aus allen Städten, aus LA, Ja. New York, überall Chicago, alle kommen nach Atlanta, um dort zu leben. Ich weiß nicht genau warum. Naja, wegen diesem Vielleicht Black Hollywood, Hollywood, ja, ja, weil es Lifestyle-mäßig. sind wirklich Die viele Rapper dunkelhäutige und Leute, so. Rapper und so, ja. Vielleicht deswegen, aber wenn du zu den Spielen kommst, dann sind da keine Atlanta-Fans. Wir hatten Spiele, wo wir gegen Chicago gespielt haben und da war aber jetzt kein Derrick Rose oder also eine Legende, dass man sagt, so, wir haben ein Auswärtsspiel auf einmal in Atlanta, wo auf einmal 70, 80% von den Zuschauern Chicago Bulls-Fans sind. So, ich weiß, wo wir gegen Kobe gespielt haben, Lakers. Alles full. Purple und Gold. Ich komme rein und ich habe gedacht, hä? So, ich Auswärtsspiel? dachte, ich wäre in Los Angeles. Ja. So, das ist wirklich verrückt. Oder mit LeBron James, mit Cleveland. Deswegen, also,
Atlanta Hawks da müssen sie schon echt, es sei denn, du gewinnst, ne? Weil wir haben Ja. 3 Jahre gehabt, da warst du noch nicht da. 3 Jahre, mein erstes Jahr, okay, haben wir Playoffs erreicht, zweites, drittes und viertes Jahr war wirklich irre. Also, Da waren die Fans plötzlich da, ne, diese Erfolgsfans. immer, wenn man gewinnt. Das ist halt, also hier bei den Löwen zum Beispiel, Shoutout zu allen Löwen-Zuschauer, die das supporten. Dieses Jahr haben wir, und letztes Jahr haben wir 10 in Folge oder 9 in Folge verloren. Die ersten 9 zu Hause. Und alle Fans, es waren immer noch mehr Fans dort. Das sind Fans, die man sagt, ey, das sind wirklich Die so, bleiben die auch sind bis zum Löwen, Schluss, bis auch zum wenn ihr Schluss. 20 hinten seid, die bleiben. Richtig, Die sagen: ja. „Ich habe das Ticket bezahlt, ich bleibe hier, bis Und das hier vorbei ist.“ sollte eigentlich auch so sein. Sollte auch Nein, so nein, nein, sein. das ist Support. Also, Support ist auf jeden Fall anders. Und ich wollte es nur so vergleichen zwischen Atlanta und jetzt OKC. Das Ja, sind also Welten, ja, weil in OKC die Fans waren bis zum Schluss da. ja, Und die haben auch noch für dich geklatscht, wenn du verloren hast. Einfach so: „Ey, trotzdem guter Job und nächstes Mal wird's besser.“ ja. Und in Atlanta war es so, da haben sie teilweise die eigenen Fans haben euch halt so ausgebuht, ne? Die Mhm, waren dann wütend auf euch und so. mhm. Verrückt. Aber in Boston zum Beispiel, Boston, jetzt sind die natürlich oben, aber in Boston machen die das auch. Bei allen traditionellen Vereinen, wenn sie denken, Philly, Boston, New York Knicks, haben sie Julius Randle ausgebucht vor noch 2 Jahren. So, das finde ich aber auch nicht okay. Das ist nochmal so Nein, eine nein, nein, andere nein. Sache. Das ist eigentlich nicht okay. Das sollte man nicht machen. Und dann aber, wenn er wieder on top ist, ey, ich wusste, dass er der Geilste ist. Deswegen Fans immer in LA auch sehr schwierig. So, da würde ich mir halt wünschen, wirklich wie OKC oder wie hier in Braunschweig Fans einfach zu haben, die wirklich immer da sind, egal was passiert. Das nimmt man natürlich dann, das bevorzugt man. Nochmal in LA, ganz schlimm. Bei Ich, Instagram, ich ja. habe 30 In Punkte, LA war das 32 auch Punkte, so, ich bin wie in umgeknickt. Atlanta. Ich spiele, Ja, trotzdem noch, komme rein, 32 Punkte, 8 ja, Assists, 6 Rebounds. Wir ja, gewinnen das Spiel, ohne Brown, ohne ja, ja, AD. Dennis ist Dings auf einmal. Dennis the Menace, der ja, beste Dings, Point Guard, den wir. Nächstes Spiel, ich mache 12 Punkte, ja. wir verlieren das Spiel. Oh, you suck. Ja, Und ja, ja. Wir du bist brauchen so dich und nicht und so, so, was bist verlass du das denn für Team. einer? Und ich denke mir so, hä? So, zum Beispiel jetzt gerade mit Karl Anthony Towns. Er ist ein normaler Mensch. Also natürlich wirst du nicht immer 82 Spiele und 20 Playoff-Spiele perfekt spielen. Kannst du nicht. Das ist unmöglich. Ja, So, ja, klar. jeder hat mal so Phasen. Ja, klar. Aber Leute sagen, ich sehe Bilder, wo er so auf einer Toilette sitzt und weil er halt gerade nicht so gut wirft. So komische Bilder, Memes und weißt Ja, du, ja, so, ja. wo ich halt sage, so, was seid ihr für Menschen? So, ihr seid trotzdem an diesem, wie wir es vorher schon hatten, mit Hass Ja, und ja, klar. Rassismus, ihr seid trotzdem immer noch an dem gleichen Punkt, wo Ja, ihr vorher wart. richtig. Und das tut mir halt so ein bisschen weh, jetzt auch bei Karl Anthony Towns, mit dem war ich beim Nike Hoop Summit. Und das tut mir natürlich dann auch leid, so, wenn er kein gutes Spiel hat oder gerade am Struggeln ist. Dallas ist 3-0 Mhm. vorne, die spielen heute Game 4. Dann betet man natürlich auch für die, dass Ja, sie ja, halt ein klar. gutes Spiel haben, so, weißt du, weil das ist halt nicht, das ist nicht cool. Das sollte man einfach nicht machen. Ja, das ist halt auch immer ich weiß, du sagst immer einfach lassen und so, das sage ich ja meistens zu dir auch, aber ich bin auch immer so, wenn ihr was über mich sagt, ist mir auch eigentlich egal so und ich habe echt ein dickes Fell und so, aber wenn jemand was gegen die Leute sagt, die mir wichtig sind oder die ich liebe, dann bin ich schon also, dann kann man mich halt auch mal reizen und so. Und vor allen Dingen, das ist immer so witzig, weil ich sitze dann halt immer so in diesem Publikum und die Leute wissen überwiegend ja auch nicht, dass ich deine Frau bin. Mhm. Und dann reden sie halt auch manchmal auch dann über dich oder so. Und dann kann ich manchmal auch nicht innehalten. Und wenn sie dann anfangen, irgendwie so Trash-Talk zu machen oder sowas, so dann, ja, manchmal überkommt es mich und dann muss ich mal was sagen. Und dann checken sie es. Manchmal checken sie es aber auch nicht. Und dann, Also jetzt, das hat nichts damit zu tun, mhm. mit Trade, Ja, aber die griechischen Fans, ey, das geht gar nicht. ich muss, Ich habe ich schon muss, wieder gesehen. ey, der Typ, da war einer, ich Ja, saß ja neben Scottie Pippen ja, und Giannis Antetokounmpo. ja, Hinter mir saß ja Che ja. und 3 Plätze weiter Hm. ist einfach ein Typ, normalerweise, wenn jemand irgendwas sagt, F you, fuck you, Ja, schreit rum, sagt der Spieler, ey, hör mal zu, das will ich nicht haben, schick ja, ihn mal raus. ja. Hier in Europa, ich sage dir, also mindestens 20 Mal gesagt, er Hm. sagt, Jul,
Jul ist der spanische Legende. Der Okay. spielt bei Real Madrid im Ja. Finale. Fuck you! Fuck you! Er sagt das 30 Mal in sein Gesicht, aber Jul ist hier und er macht so die ganze Zeit. Ja. Und ich sage, so, ich wollte schon irgendwas sagen und sage, ey, setz dich mal hin, weil ich bin Ja. ja auch Spieler, weißt Ja. du, so, das ist respektlos. Und dann ist sein Kind noch neben ihm. Ja. Und er freut sich so einen Keks und sein Sohn hat sich schon ein bisschen so geschämt, aber hat auch ein bisschen gelacht, wo ich sage, ey, ich habe auch Kinder. Wie kannst du dich benehmen, dass dein Kind neben dir ist und du machst sowas? Ich habe auch schon wieder gesehen, so die Kommentarzeilen von griechischen, also die griechischen Kommentare, wo, also habe ich mir einen Spaß mal rausgemacht, weil es mich mal interessiert hat. Da haben sie einen Post über dich gemacht, wo du einfach nur ein kurzes Interview gegeben hast, als du vorne saßt. Und da waren, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Griechen, die auf Griechisch was drunter geschrieben haben. Und ich habe einfach übersetzen gedrückt, weil ich wollte mal wissen, was sie sagen. Und die haben nur schlimme Sachen gesagt. Ne? Die Ja, haben wieder aber, auf Kinder, auf Stirb, aber auf man muss was schon, auch immer. man muss schon Gar sagen, nicht. dass die können einfach nicht verlieren. Die leben Ja, leben wirklich das ist ja so. auch okay. Nee, aber ich sage, es ist Aber ja falsch. Du kannst nicht, weil du ein Europameisterschaft Viertelfinale verloren hast ja, und du eigentlich, also Janis war ja falsch. Janis hat ja Johannes Thiemann gefoult. Ich ja, war ja nur da und ja, habe ja, gesagt, ey, was geht ab? Warum ja, foulst du ihn so? ja. Dass du darauf so krass reagierst, weil du verlierst, Und das ist das, weshalb sie dich immer noch beschimpfen, weil sie ich das weiß, immer noch übel zu nehmen. 1000%. Das ist verrückt. Ich Und möchte jetzt nicht gegen Griechen an sich sprechen, weil ich meine, wir haben griechische Freunde. Griechenland klar, ist wundervoll. Wir sind auch nach Griechenland geflogen. Um Gottes Willen, jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass jetzt hier so Rassismuskarte gezogen wird. Es geht überhaupt gar nicht um Griechen an sich. Und ich habe auch ganz wundervolle griechische Fans getroffen, die sich sogar nach dem Spiel, als das mit Janis da gewesen ist, bei mir entschuldigt haben, meinten so, ey, wir sind auch griechische Fans, aber das, was hier gerade passiert ist und so, das geht nicht und das funktioniert, mhm. wir entschuldigen uns im Namen aller Griechen und. Habe ich gesagt, ey, guck mal, es gibt von jeder Nation gute und schlechte Menschen. Aber das ist sehr, sehr auffällig beim Basketball, wie die Griechen eben agieren.